Was soll ich jetzt tun? Ich muss Peter anrufen. Peter kann mir in diesem Fall helfen. Er ist ein guter Junge. Oh mein Gott. Sarah, meine Liebe. Sarah, kannst du mich hören? Geht es dir gut? Bitte mach die Augen auf. Ich bringe dich ins Krankenhaus. Doktor, wie geht es Sarah? Geht es ihr gut? Beruhigen Sie sich. Ihr geht es vollkommen gut. Ich möchte sie sehen. Kann sie sprechen? Sie hat keine Verletzungen erlitten. Sie können sie besuchen. Vielen Dank, Doktor. Ich hatte solche Angst. Sarah, kannst du mich hören? Wie fühlst du dich? Peter, hilf meiner Mutter. Bitte rette meine Mutter. Sarah, warum weinst du? Was ist mit deiner Mutter passiert? Meine Mutter sitzt im Gefängnis. Meine Mutter ist Haushaltshilfe. Sie hat bei Mia gearbeitet. Mia hat meine Mutter des Diebstahls beschuldigt. Sie hat sie ins Gefängnis gebracht. Ich habe mit Mia gesprochen. Ich habe mich bei ihr entschuldigt. Sie hat mich gedemütigt. Bitte Peter, hilf mir. Meine Mutter ist unschuldig. Mia hasst mich sehr. Weine nicht, Sarah. Ich hatte keine Ahnung davon. Mia ist verrückt geworden. Ich werde deine Mutter retten. Schau mich bitte an. Alles wird wieder gut. Danke Peter. Ich komme mit dir. Bist du sicher? Geht es dir gut? Ja. Ich bin nur ohnmächtig geworden. Mir geht es gut. Ich komme mit dir. Gott sei Dank. Meinem Vater geht es jetzt wieder gut. Sarah, wo bist du? Bist du in der Küche? Sarah, wo bist du? Sie ist nicht hier. Mama, wo bist du? Wo sind sie? Ich muss meine Mutter anrufen. Mach dir keine Sorgen, Sarah. Sie ist meine Anwältin. Sie wird deine Mutter retten. Frau Müller, Sie kennen die ganze Geschichte. Sarahs Mutter ist unschuldig. Bitte, tun Sie etwas. Wie können wir sie retten? Sie hat nichts getan. Ich habe mit der Polizei gesprochen. Sie brauchen Beweise. Mia muss ihre Anzeige zurückziehen. Kannst du mit ihr sprechen? Ich habe versucht, mit ihr zu reden. Sie hat mir nicht zugehört. Was sollen wir tun? Außerdem müsst ihr 1000 Euro Strafe bezahlen. Was? Ich habe nicht viel Geld. Bitte, retten Sie meine Mutter. Mach dir keine Sorgen wegen des Geldes. Ich werde die 1000 Euro bezahlen. Vielen Dank, Peter. Du bist mein Retter. Was sollen wir jetzt tun? Wie können wir Sarahs Mutter retten? Wir brauchen Beweise. Kannst du die Beweise beschaffen? Einen Moment. In Mias Haus gibt es Überwachungskameras. Wir müssen die Aufnahmen bekommen. Ich muss Mia treffen. Mia wird dir die Aufnahmen nicht geben. Du musst einen Plan machen. Ich habe eine Idee. Ich werde die Aufnahmen beschaffen. Ich werde deine Mutter um jeden Preis retten, Sarah. Was ist dein Plan, Peter? Was wirst du tun? Ich werde Mia treffen. Ich werde sie ablenken. Du musst im Auto auf mich warten. Ich werde die Aufnahmen besorgen. Das verspreche ich dir. Mein Bruder ruft mich an. Hallo Marco. Wie geht es, Papa? Bist du zu Hause?
Papa geht es jetzt wieder gut. Wo bist du, Schwester? Wo ist Mama? Ich erzähle dir später alles, Marco. Mama sitzt im Gefängnis. Ich werde sie retten. Was? Was ist passiert? Erzähl mir alles, Sarah. Wo bist du? Das ist eine lange Geschichte. Mein Freund ist bei mir. Er hilft mir. Ich mache mir große Sorgen um dich. Ich möchte dich sehen. Du musst auf Papa aufpassen. Mir wird nichts passieren. Wir sehen uns bald. Okay, Schwester. Pass auf dich auf. Halt mich auf dem Laufenden. Ich liebe dich, Peter. Ich möchte dich heiraten. Warum verstehst du meine Gefühle nicht? Du siehst auf diesem Foto so gut aus. Ich wünschte, du wärst hier. Bitte komm her, Peter. Hallo liebe Mia. Wie geht es dir? Peter? Bist du das? Träume ich? Du träumst nicht, Mia. Ich bin wirklich hier. Ja, du bist wirklich hier. Ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Ich dachte, du wärst wütend auf mich. Nein, Mia. Ich wollte dich sehen. Wo ist deine Mutter? Meine Mutter ist außerhalb der Stadt. Sie kommt bald zurück. Peter, ich liebe dich. Sarah ist ein schlimmes Mädchen. Bitte setz dich. Mia, ich hätte gern eine Tasse Kaffee. Bitte bring mir einen Kaffee. Natürlich, Peter. Wir trinken zusammen Kaffee. Danach schauen wir einen Film. Bitte setz dich. Ich bin gleich zurück. Du wirst für alles bezahlen, Mia. Ich liebe dich nicht. Ich muss mich beeilen. Ich muss jetzt diese Aufnahmen bekommen. Ich muss die Aufnahmen so schnell wie möglich finden. Hier sind die Aufnahmen. Mia hat ihren Diamantring in die Küche gelegt. Sarahs Mutter ist unschuldig. Ich werde sie retten. Ich muss die Aufnahmen nur noch auf meinen USB-Stick kopieren. Komm schon, Peter. Wo bist du? Bitte beeil dich. Ich glaube an dich. Ich hoffe, du bekommst die Aufnahmen. Peter, Liebling, dein Kaffee ist fertig. Ich bin gleich da. Oh mein Gott, ich muss mich beeilen. Mia wird jeden Moment hier sein. Peter. Wo ist er? Wo bist du, Peter? Peter, dein Kaffee ist fertig. Wo bist du? Jetzt habe ich Beweise. Ich werde Sarahs Mutter retten. Peter, wo bist du? Was ist hier los? Wo ist er? Peter, was machst du? Wo bist du? Peter, wo bist du? Dein Kaffee ist fertig. Lass uns zusammen Kaffee trinken. Wir werden zusammen einen romantischen Film schauen. Wovon redest du? Ich mag keine romantischen Filme. Mein Vater hat mich angerufen. Ich muss jetzt gehen. Du kannst nicht gehen, Peter. Du hast mich sehr verletzt. Ich liebe dich. Du bist ein egoistisches Mädchen. Ich liebe dich nicht. Du solltest dich ändern. Du gehörst nur mir. Du wirst mich heiraten. Vielen Dank, Peter. Du bist ein mutiger Junge. Keine Sorge, Sarah. Ich habe jetzt Beweise. Ich werde deine Mutter retten. Peter hat recht. Die Polizei brauchte Beweise. Jetzt haben wir Beweise. Sie werden deine Mutter freilassen.
Sarahs Mutter ist unschuldig. Ich habe jetzt Beweise. Sie müssen sich dieses Video ansehen. Mia hat gelogen. Sie hat ihren Ring in die Küche gelegt. Oh mein Gott. Sie hat uns angelogen. Es tut mir sehr leid, Sarah. Deine Mutter ist unschuldig. Möchtest du eine Anzeige gegen Mia erstatten? Nein, ich möchte keine Anzeige erstatten. Ich möchte nur meine Mutter von hier abholen und gehen. Danke, Sarah. Du hast mich gerettet. Ich war so besorgt. Peter hat dich gerettet, Mama. Er hat mir sehr geholfen. Das ist mein Freund Peter. Wir studieren zusammen. Vielen Dank, Peter. Du bist ein guter Junge. Gott segne dich. Gern geschehen. Ich werde euch immer helfen. Peter kann mich nicht verraten. Mia hat über Peter gelogen. Er liebt Mia nicht. Er liebt mich sehr. Was ist nur mit mir los? Warum denke ich an Peter? Nein, nein. Er ist ein reicher Junge. Ich sollte nicht an ihn denken. Ich glaube, ich bin verliebt. Nein, nein. Das kann nicht sein. Hallo, meine liebe Tochter. Ich bin zurück. Hast du mich vermisst? Hallo Mama. Was für eine schöne Überraschung. Wie geht es dir? Mir geht es gut, Mia. Ich habe ein neues Projekt bekommen. Lernst du fleißig? Ja, Mama. Ich werde gute Noten bekommen. Mach dir keine Sorgen. Ich muss jetzt gehen. Laura, wo bist du? Bring mir ein Glas Wasser. Diese alte arme Frau ist nicht hier, Mama. Ich habe sie gefeuert. Was? Warum hast du das getan? Sie war eine fleißige Frau. Sie ist eine Diebin, Mama. Sie hat meinen Ring gestohlen. Ich hasse sie. Sie sitzt gerade im Gefängnis. Ich gehe jetzt zur Universität, Mama. Ich gehe zur Universität, Mama. Bis später. Gott segne dich, meine Tochter. Ich kann nicht zu Hause sitzen. Ich brauche eine Arbeit. Mach dir keine Sorgen, Mama. Ich werde mit Peter sprechen. Er wird mir in dieser Angelegenheit helfen. Ich werde bald mein Gehalt bekommen. Ich werde dir ein neues Bett kaufen. Wie geht es dir, Sarah? Wie geht es deiner Mutter? Mir geht es gut. Du bist von jetzt an mein bester Freund. Du hattest recht. Du liebst Mia nicht. Sie hat über dich gelogen. Danke nochmals für alles. Wegen dir habe ich einen Job bekommen. Ich würde alles für dich tun, Sarah. Ich liebe dich. Ich werde auf deine Antwort warten. Halt dich von Peter fern. Er liebt mich sehr. Das habe ich dir doch schon gesagt. Deine Mutter im Gefängnis ist. Was machst du hier? Deine Mutter ist eine Diebin. Peter, ihre Mutter hat meinen Diamantring gestohlen. Jetzt reicht es mir. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Ich liebe dich nicht. Ich habe es dir schon früher gesagt. Sarah ist meine große Liebe. Halt dich von mir fern, Mia. Ich werde dein Verhalten nicht länger tolerieren. Ich habe meine Mutter gerettet. Meine Mutter ist zu Hause. Du kannst nichts mehr tun.
Du hast meine Mutter hereingelegt. Ich werde dir niemals vergeben. Wie ist das möglich? Wie hast du deine Mutter gerettet? Ich werde die Polizei rufen. Die Polizei wird dir nicht glauben. Wir haben Beweise. Du hast deinen Ring in die Küche gelegt. Was? Woher wisst ihr das? Warte mal. Wie konntest du mir das antun, Peter? Du bist letzte Nacht in mein Haus gekommen. Jetzt verstehe ich alles. Du hast Sarah geholfen. Du hast die Aufnahmen kopiert. Verschwinde. Peter liebt dich nicht. Du bist ein egoistisches Mädchen. Lass uns von hier verschwinden, Sarah. Sie braucht einen Arzt. Du wirst für alles bezahlen, Sarah. Peter gehört nur mir. Ich kann dich nicht in meinem Leben ertragen. Peter kann dich nicht lieben. Du bist ein armes Mädchen. Hallo. Ich brauche deine Hilfe. Kennst du jemanden, der Entführungen durchführt? Ja, ich kenne einen professionellen Entführer. Möchtest du seine Handynummer? Ja, schick mir seine Handynummer sofort. Ja, sicher. Ich schicke sie dir sofort. Hallo. Ich bin Mia. Können wir uns treffen? Ich bin ein professioneller Entführer. Ja, wir können uns treffen. Peter, ich brauche einen Gefallen. Kannst du mir helfen? Zögere nicht, Sarah. Was ist los? Geht es dir gut? Mia hat meine Mutter entlassen. Sie braucht einen Job. Kannst du mir in dieser Sache helfen? Deine Mutter kann bei mir im Haus arbeiten. Wenn es dir nichts ausmacht, werde ich mit meinem Vater sprechen. Danke, Peter. Dein Vater ist ein guter Mensch. Meine Mutter würde gerne bei euch im Haus arbeiten. Hallo, Madame. Wer ist dieses Mädchen? Haben Sie ein Foto von ihr? Ich schicke dir ihr Foto. Sie heißt Sarah. Ich habe es bekommen. Machen Sie sich keine Sorgen, ich werde Sie heute entführen. Muss ich Sie auch töten? Nein, du musst sie jetzt noch nicht töten. Ich werde es dir später sagen. Okay, Madame. Ich brauche jetzt 10.000 Euro. Ich erhalte meine Gebühren im Voraus. Ich bin ein professioneller Entführer. Hier bitte. Ich möchte, dass du die Aufgabe fehlerfrei erledigst. Ich habe gute Neuigkeiten, Mama. Du hast jetzt einen Job bekommen. Wirklich? Ich bin heute so glücklich. Hat Peter dir geholfen? Ja, Mama. Er hat mir geholfen. Ich werde dir später alles erzählen. Ich komme jetzt nach Hause. Beweg dich nicht. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Halt den Mund. Du musst mit mir kommen. Bitte, nehmen Sie Ihre Waffe herunter. Ich habe kein Geld. Lassen Sie mich gehen. Ich brauche kein Geld. Ich will dich entführen. Bitte, lassen Sie mich gehen. Ich bin ein armes Mädchen. Ich habe kein Geld. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.